Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich, wie man den STC 3000 Temperaturregler anschließt und einstellt. Der STC 3000 ist in zwei Ausführungen erhältlich. Im Handel finden, diese ist dem Modell STC 1000 ähnlich. Das heißt, wenn Sie einen solchen Temperaturregler anschließen und einstellen müssen, hinterlasse ich einen Link in der Beschreibung zum Modell STC 1000. Dort ist alles genau gleich. Es unterscheidet sich nur der Name. Wenn es sich aber um das Modell handelt, das neu ist und über Sensortasten verfügt, dann werden wir uns jetzt ansehen, wie es angeschlossen und eingestellt wird. Dieses Modell wird mit einem 30A Relais geliefert. Das heißt, man kann die Last mit 220 mal 30 multiplizieren, also kann man dort eine Last von bis zu 6 Kilowatt anschließen. Aber die Kontakte hier sind natürlich kleiner. Ich würde trotzdem nicht mehr als 3 Kilowatt hier anschließen. Und wenn mehr benötigt wird, würde ich ein separates, leistungsstärkeres Relais verwenden. Um es anzuschließen, müssen wir Strom an diese beiden Kontakte anlegen. Sie sind beschriftet. Hier werden wir den Strom von der Steckdose an diese Klemmen anlegen. Wir lockern die Kontakte, schließen zwei Drähte an, Phase und Nullleiter, es ist egal, wo was angeschlossen wird. Wir ziehen einen Draht in einen Kontakt fest, den zweiten Draht in den zweiten Kontakt. Übrigens, hierfür benötigt man auch einen dünnen Schlitzschraubendreher, da meiner aus dem Set nicht lang genug war und die Schrauben nicht erreichte. Wir haben zwei Drähte angeschlossen. Hier werden wir den Strom anlegen. Das ist der mittlere Anschluss. Das ist unser externer Sensor, er ist 1 Meter lang. Hier mit einem solchen abnehmbaren Stecker angeschlossen. Und hier schließen wir die Last über das Relais an. Das heißt, die Spannung wird beim Einschalten nicht von hier ausgehen, sondern diese beiden Kontakte werden einfach geschlossen. Daher müssen wir, zum Beispiel schließen wir eine Glühbirne an, den Nullleiter. Schließen wir direkt an die Stromquelle an, das heißt, diese Steckdose wird es sein. Den Nullleiter. Schließen wir hier an, er wird sofort an die Lampe oder an einen Heizkörper geleitet. Man kann anschließen, im Grunde alles, was Sie mit dem Temperaturregler verbinden müssen, das versorgen wir mit Strom. Der Nullleiter wird auch für die Stromversorgung des Geräts angeschlossen. Die Phase geht zur Stromversorgung des Temperaturreglers. Und jetzt müssen wir die Phase über dieses Relais leiten. Wir nehmen noch ein Kabel. Hier ist es. Wir nehmen es und ziehen es in diesen Anschluss, in einen der Kontakte, es ist egal, in welchen wir es festziehen. Auch hier schließen wir von der Glühbirne oder dem Heizkörper, das heißt, hier werden wir die Phase anlegen. Beim Einschalten wird unsere Glühbirne leuchten. Diesen Anschluss ziehen wir fest. Und dieses Kabel schließen wir an die Phase in der Klemme an. Und das war's, die Verbindung ist fertig. Das heißt, die Phase versorgt den Thermostat und separat geht die Phase zum Relais. Beim Einschalten geht die Phase zur Glühbirne. Beim Ausschalten wird diese Phase unterbrochen, und der Nullleiter geht direkt von der Glühbirne zur Steckdose. Das war's, eine einfache Verbindung. Bei Stromzufuhr schaltet sich der Thermostat sofort ein, der Bildschirm leuchtet auf und zeigt die aktuelle Temperatur an. Das Display ist sehr hochwertig, das heißt, die Zahlen hier sind deutlich sichtbar, obwohl wir gerade die maximale Beleuchtungsstärke eingeschaltet haben. Das Licht scheint direkt auf den Thermostat, und die Zahlen sind deutlich sichtbar, sehr klar, nichts wird überstrahlt, keine Blendungen, keine Reflexionen, das Display ist also sehr hochwertig. Hier haben wir Ringscherum-Sensortasten, die reagieren auf Berührung. Und hier ist das Schlosssymbol. Es gibt eine Tastatursperre, die sich nach etwa einer Minute, wenn wir nichts berühren, automatisch aktiviert. Das Display ist also gesperrt, die Tasten reagieren nicht. Zum Entsperren drücken wir diese Taste. OK und halten Sie eine Weile gedrückt. Entsperrt. Und jetzt können wir zum Beispiel die Temperatur einstellen. Wir erhöhen oder verringern sie und stellen die gewünschte ein. Reset bedeutet, zurückzugehen. Wenn Sie tiefer in die Einstellungen gehen und Parameter einstellen möchten, drücken Sie die Z-Taste, halten Sie ebenfalls etwa 3 Sekunden lang gedrückt, und Sie gelangen ins Einstellungsmenü. Hier wählen wir mit den Pfeiltasten die gewünschte Programmeinstellung aus. P0, gehen wir weiter. Das ist die Auswahl des Betriebsmodus. C steht für Kühlung. Der Pfeil nach oben schaltet auf H um, das ist Heizen. Das heißt, wir schließen ein Heizgerät, eine Heizung.
Wenn Kühlung benötigt wird, also ein Klimagerät oder Kühlschrank, dann Modus C. Hier schalten wir auf H um. Wir speichern mit der Z-Taste, gehen zurück ins Menü. Und dann probieren wir P1. Das ist die Schaltdifferenz der Temperatur. Also, stellen wir die gewünschte Schaltdifferenz der Temperatur ein. Bei einmaligem Berühren ändert sich der Wert um eine Einheit. Wenn wir drücken und halten, blättert es einfach schnell durch. Zum Beispiel haben wir 4 Grad gewählt, gehen wir zurück. P2. P2 ist die maximale Betriebstemperatur des Thermostats. Standardmäßig 120 Grad. Wenn wir keine so hohe Temperatur benötigen, können wir den Bereich reduzieren, um nicht unnötig viele Einstellungen vorzunehmen. Das heißt, 120 ist die maximale Temperatur. Unter P2 können wir auch einen niedrigeren Wert einstellen. Hier verlassen wir automatisch die Einstellungen. Jetzt gehen wir wieder hinein. P3 ist die minimale Temperatur. Wir drücken P3 und gehen hinein. Die minimale Temperatur ist minus 55. Können wir eine Temperatur auswählen, zum Beispiel minus 20, wenn wir keine Temperatur unter minus 20 verwenden müssen. Standardmäßig ist minus 55 eingestellt. Als nächstes ist P4 die Kalibrierung des Temperatursensors. Standardmäßig ist 0 eingestellt. Wir können den Sensor kalibrieren auf plus 10 Grad Celsius und minus 10 Grad Celsius in Schritten von 0,1 Grad Celsius. Das heißt, wir können Werte hinzufügen oder entfernen. Und standardmäßig belassen wir es bei 0. Wir gehen zurück. P5 ist die Startverzögerung des Thermostats. Wenn zum Beispiel der Kompressor, um ihn nicht zu beschädigen, eine Einschaltverzögerung benötigt, können wir eine Verzögerung der Thermostateinschaltung von bis zu 10 Minuten einstellen. Standardmäßig ist 0 eingestellt. Wir können in diesem Menü auch eine Verzögerung von bis zu 10 Minuten einstellen. P6 ist der Alarm bei Temperaturüberschreitung. Das heißt, wenn die Temperatur die eingestellten Grenzwerte überschreitet, wird ein akustischer Alarm ausgelöst und eine Leuchte. Wir gehen hinein. Standardmäßig ist sie ausgeschaltet. Wir können sie einschalten. Als nächstes stellen wir mit Z die Temperatur ein, bei der dieser Alarm ausgelöst wird. Das heißt, wir stellen die gewünschte Temperatur ein. Und dann gehen wir mit Z wieder zurück. Dies ist das Ein- und Ausschalten der Tastatursperre. Wir wählen ein oder aus. Wir gehen zurück. Dies ist das Zurücksetzen der Einstellungen auf die Werkseinstellungen. Das heißt, wenn wir ein Wählen und Z drücken, werden alle unsere Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und jetzt schauen wir uns an, wie es funktioniert. Die aktuelle Temperatur beträgt 24 Grad Celsius. Die Temperaturdifferenz haben wir eingestellt. Dort habe ich die Einstellungen zurückgesetzt, es ergab 2 Grad Celsius. Und damit der Thermostat einschaltet, muss die Temperatur 23 Grad Celsius betragen. Nun, wir haben jetzt eine höhere Temperatur, deshalb werde ich sie nicht auf 25, die Standardeinstellung, sondern zum Beispiel auf 27 Grad erhöhen. Wir können hier 27 Grad einstellen. Und der Thermostat hat sich eingeschaltet. Die Einstellungen wurden gespeichert. Und wenn die Temperatur bei uns 27 Grad erreicht hat, schaltet sich der Thermostat aus. Er hat sich ausgeschaltet. Und jetzt schaltet sich der Thermostat wieder ein, wenn unsere Temperatur auf 25 Grad fällt. Wenn man kurz wartet, hat er sich eingeschaltet. Und er wird so lange arbeiten, bis die Temperatur auf 27 Grad gestiegen ist. Er wird also in diesem Bereich arbeiten. Das ist beim Heizen. Beim Kühlen wird es umgekehrt funktionieren. Das heißt, die Temperatur wird bis zu einer bestimmten Temperatur ansteigen, der Thermostat schaltet sich ein und aktiviert den Kühler. Die Temperatur sinkt auf den unteren Grenzwert, und der Thermostat schaltet den Kühler ab. Im Allgemeinen arbeitet er in 2 Modi. Den Link zu diesem Modell hinterlasse ich euch in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.